Ein wunderschönen, hey Leute, hi, hier ist wieder Mutensen, immer noch im Urlaub und wir sind umgezogen. Guckt euch das mal an. Hier gibt es jetzt das Meer. Wir sind direkt am Meer. Es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Ort heißt, aber kann die was da? Candidasa, sagt Isa. Ich habe leider ein bisschen lange gewartet. Jetzt ist schon ein bisschen Dämmerung. Ihr seht das vielleicht am Pass-Through. Der fängt jetzt schon an, so ein bisschen grisselig zu werden. Aber das passt auch zum heutigen Thema. Ich wollte mir mal mit euch zusammen The Walking Dead Saints and Sinners Retribution auf der Pico 4 angucken. Ja, tatsächlich. Ich liebe The Walking Dead Saints and Sinners. Ich habe den ersten Teil durchgespielt mit einem DLC und so auf der PlayStation VR 1. Auf dem PC habe ich reingeguckt, auf der Quest habe ich reingeguckt. Ich habe es noch nie auf einer Pico gesehen und bin jetzt richtig gespannt, wie die Pico 4 Version geworden ist. Es gibt ja auch den ersten Teil, der ist zeitgleich mit der Retribution rausgekommen. Allerdings gibt's den erstmal nur für Pico 3, merkwürdigerweise. Ich hoffe, der kriegt auch noch ein Update auf Pico 4. Dann gucken wir uns das natürlich auch an, aber jetzt erstmal The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution. Schalten wir mal rein. Und da wären wir jetzt im Menü. Wow, endlich, finally. So, wir haben lange drauf gewartet. Ich hatte tatsächlich auch geglaubt, dass die ganzen Versionen des Spiels noch 2022 rauskommen. Aber das war ja dann erstmal nur die Quest-Version. Oh, jetzt bin ich gar nicht mehr so sicher. Doch die Pico-Version ist auch noch 22 rausgekommen. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ist jetzt ein paar Tage her. Ich bin im Urlaub, ich habe die Zeit vergessen und das müsst ihr entschuldigen. Die Quest-Version, als die rauskam, weiß ich, dass die Leute ziemlich enttäuscht waren über die Grafik. Ich weiß natürlich, was für Abstriche Saints and Sinners 1 im Verhältnis zur PC- und Playstation-Version auf der Quest hatte. Ja, also kann ich das eigentlich einsortieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Quest-Version wurde tatsächlich dann nach und nach schon gepatcht, dass sie besser aussah. Saints and Sinners hatte übrigens aber immer das Problem, ja, auch auf der Playstation, nach einem Update sah es mal wieder ein bisschen schlechter aus, so schlechtere Auflösung oder so. Und dann haben sie es wieder weiter gepatcht, dann war wieder gute Auflösung. Vielleicht muss ich auch mal vorweg schicken, ich bin jetzt hier aus Neugier, denn ich warte auf die PlayStation VR 2 Version. Ich denke mal, das wird die ultimative Version und wenn man schon die Möglichkeit hat, dann spiele ich es natürlich auch in der besten Version. Bin aber trotzdem neugierig. Ihr wisst es ja, ich bin nur mit Technik interessiert, ich will wissen, wie die Sachen aussehen. Obwohl das reduzierte Grafik hatte auf der Quest, habe ich es da auch sehr gerne gespielt, weil ich einfach das ganze Gameplay von Saints and Sinners fantastisch finde. Ja, falls ihr The Walking Dead Saints and Sinners noch gar nicht gespielt habt, große Empfehlung. Es ist ein riesen geiles Spiel. Ich fand das sehr spannend. Es hat eine sehr schöne, interessante Story, die erzählt wird. Auch das ganze Crafting-System fand ich cool. Ja, weil man in den Levels immer halt wahnsinnig viel lootet. Das macht einfach Spaß. Am geilsten ist aber tatsächlich die grundlegende Game-Mechanik. Ja, wie ihr agieren müsst, wie es sich anfühlt, zu kämpfen und so weiter. Das fühlt sich sehr gut an alles. Und dann dieses Sandbox-System. Ihr kommt in eine Mission und müsst eine Aufgabe erledigen. Ja? Und ihr könnt dann selber entscheiden, wie ihr das macht. Ob ihr Brute Force reingeht, alles wegballert, ob ihr durchschleicht oder mit Leuten sprecht, euch irgendwie verbündet oder die wieder verratet und so. Das war so interessant und so gut gemacht. Also fantastisch. Gucken wir mal, was jetzt hier los ist. So, also die Grafik, finde ich, sieht jetzt für Mobile-Verhältnisse erstmal okay aus. Auch was die Auflösung angeht, ich sehe jetzt hier kein massives Jittern oder so, aber wir sind erst im Menü. Sprache. Na, nicht zu vergessen. Deutsch. So, das heißt nicht, dass die Charakter im Spiel Deutsch sprechen, aber es gibt deutsche Untertitel. Ja, schon mal etwas. Interessant ist auch, dass man seinen eigenen alten Speicherstand laden kann. Ja, also offensichtlich aus dem Vorgänger Saints and Sinners 1. Das habe ich auf zahlreichen Systemen durchgespielt, aber nicht auf der Pico natürlich. Und deswegen machen wir jetzt ein neues Spiel. Und wie gesagt, so richtig spielen will ich es dann erst auf der PlayStation VR 2. Und deswegen gucken wir uns aber jetzt erstmal an, wie die ganze Technik ist. Tourist! You alive? What? Up here! Tourist! You need to stand up! Wer redet denn? Shit. Oh, da oben. That's a lot of blood. We gotta move. Grab your flashlight. On your chest. Let's... Floor collapsed and swallowed you up. Dropped you like a fucking rock. Thought you were toast. Get your head clear. We gotta escape this hellhole. Place is swarming. Yo, pick up those blueprints. Welche Blueprints? Wo? Ah, da. Can't believe what we went through to get those fucking things. Father Carter better be Hail Marying his ass off when we get back. Fuck! You got company! Take this! Was? Gib mir. Was ist das? Ah, ein Hackebeil.
Okay. Das kennen wir. Wartet. Head und... Alright. We gotta get you up here. Wait. What the fuck is that? I hear something. Shit! Oh. They're flooding in! Behind you! Wie behind you? Das ist doch vor mir. So, man kann in Saints and Sinners übrigens nicht einfach wild rumhacken. Man hat Ausdauer, ja. Und wenn die beendet ist, dann kann man sich nicht mehr bewegen. Da muss man sehr drauf achten. Macht es aber halt auch unfassbar spannend. Was ist denn mit den Brettern? Ja, kann ich mit den Brettern hauen? Get the fuck out of here! Go! Oh, fuck. Oh, okay. Ressourcen. Pistole. Was ist mit dem Brett? Geht schon heftig los. So, fangen wir aber tatsächlich mal mit dem versprochenen Element an, nämlich der technischen Beurteilung. So, das ist jetzt hier noch nicht viel, aber ich muss auch sagen, das sieht jetzt noch nicht mal so gut aus wie der erste Teil. Ja? Sehr, sehr raw. Also die Bodenstücke, die bestehen jetzt echt aus, sagen wir mal, 25 Polygonen. Texturen sind recht verwaschen. Dafür ist die Auflösung aber eigentlich ganz okay. Es jittert aber auch ganz leicht, ja. Aber es sieht hier wirklich scharf aus, ja. Also auch gerade Schrift und sowas hier im Menü, das sieht alles gut aus. Und ich kann euch versprechen, auch wenn die Optik jetzt nicht dem PC oder sowas entspricht, der Spaß des Spiels liegt an einer anderen Stelle. Ja. Es macht einfach wahnsinnig Laune. Ist bereits wieder sehr spannend hier. Hab ich doch gemacht. Was willst du? So, wir müssen irgendwo hochgehen. Steuerung ist halt klassisch, ne? Also mit dem linken Stick gehen wir, mit dem rechten drehen wir uns. What? Ich habe ein Geräusch gehört. Ich bin ja, wie ihr vielleicht auch wisst, echt kein Freund von gruseligen Sachen. Ja? Ich fand aber The Walking Dead Saints and Sinners 1 nicht gruselig. Also da gab es nur eine Stelle. Okay, manche Jumpscares sind scheiße. Was? Wer hat ihr R gesagt? Okay, jetzt habe ich doch Angst. Fuck. What the fuck? So, schnell Munition sammeln. So, das Spiel hat auch von Half-Life Alyx die geile, ich glaube, das war unser Kollege, Mechanik übernommen, dass wir einfach Sachen hinter die linke Schulter werfen und dann sind sie im Rucksack. Ich weiß auch nicht, ob wir... Ne, man kann auch aus der rechten Schulter später sich irgendwie Äxte und sowas greifen. Was? Wer sagt ja mal Brr? Das ist ja gruselig. Verdammte Scheiße. Du bist doch tot, oder? Ätzend. So. Und ein Ding ist aber auch, dass der erste Teil eigentlich hauptsächlich Tageslicht spielte und ja, da hat man nicht so Angst. Wenn ihr nicht schießt, sondern eher schlagt, ist das übrigens eine bessere Idee, denn dann, jetzt das Licht aus, ist es natürlich leiser und die anderen Zombies kommen nicht auf euch zu. Das sind Servietten, die stecke ich mal ein. Das ist nämlich das Geile an dem Spiel. Die ganzen Ressourcen, alles kann man benutzen und später noch eine sehr geile Axt. Ich glaube, tausche ich gleich mal aus. Die kommt hier in die Tasche und die kommt an meine Seite. So, ich hoffe, ihr seht genug. Es ist ein bisschen dunkel, ja. So, dann kann man auch Sachen machen wie, ich muss nur mal gucken, ja genau. Überall. Diese Kisten hier sind immer so eine Loot-Sammlung. Wundervoll. Ja. Ich kann auch mal gucken, ob wir mehr das Hackebeil benutzen, damit nicht so viele Dudes hier auf uns aufmerksam werden. Ihr seht es schon, ja. Also scheiß auf die Grafik. Das Spiel ist einfach der Hit. So, und zumindestens ist jetzt die Auflösung nicht in Mitleidenschaft gezogen. Also da bin ich ganz happy. Da ist dann noch Munitionssachen. Ich weiß nicht, warum es mir so viel Spaß macht. Ne, die gehen wir vorne rein. In Spielen zu looten. Ich find's genial. Ich liebe es. Das hier sind Binden. Die könnt ihr euch, wenn ihr angeditscht seid, in den Arm wickeln.
freue mich echt scheiße, ey. Ich glaube, ich muss mich ziemlich zusammenreißen, um das nicht zu spielen. Aber weiße Farbe kann sein. Oh, da können wir hochklettern. Krass. Ey. Wie gesehen, ich habe hier einen Arm abgehackt. Kann passieren. Da ist noch einer. Moment. Komm. Die fallen ja einfach von der Decke irgendwie. Wenn ihr den Kopf abschneidet, kostet das weniger Energie. Alter Schwede. Leute, ich habe mein Urteil schon gefällt. Absolute Empfehlung. Ich habe es euch gesagt, ja, der King hier ist das Gameplay und das funktioniert einfach super geil. Ja, wir haben wirklich viele Zombie-Spiele in VR, aber es gibt halt nicht viele, wo einfach dieses Gameplay absolut befriedigend ist. Ja? Wo man einfach bei jedem Schlag, bei jedem Stich irgendwie ein gutes Gefühl hat, also ein gutes Trefferfeedback bekommt. Und ich habe hier wirklich kein Problem. Also ich kann da wirklich über die etwas rohere Grafik dann hinwegschauen. Wir müssen offensichtlich hier hochklettern. Das ist mir schon klar. Ich will aber noch ein bisschen looten. Guckt euch das mal an, was hier für Schätze liegen. Unfassbar, unfassbar. Wenn ihr das Spiel gespielt habt, ja, am Anfang muss man sich ziemlich hoch leveln. Und da ist jedes einzelne Element halt total wertvoll. Ja. Was ist mit ihm los? Schon wieder ein Messer. Schönes Messer. Messer sind gut. Schusswaffen sind natürlich auch gut. Meine Güte, ey. Ich bin hier voll im Rausch gerade. Ja. Ersatzkanone braucht man immer. Hier ist eine Leiter nach oben. Okay. Ja, und das ist auch etwas, was ich mag. Es gibt einfach wirklich verschiedene Wege. Das Spiel ist überhaupt nicht linear. Gottes Willen, jetzt habe ich mich vor dem Mikrofon hier erschrocken. Schon wieder sein Bruder. Ihr seht es schon, ich bin geübt. Immer wenn man sowas sagt, passiert was Schlimmes. Und das Fiese ist, dass auch die Waffen sich verbrauchen. Ja? Mit der Zeit, irgendwann sind sie unbrauchbar. Dann zerfallen sie einfach. Wenn man es gut macht im Spiel, dann verwertet man sie vorher. Also die Ressourcen. Scheiße, Leute, das macht so jetzt super Spaß. Können wir mal wieder ein bisschen ballern, ne? Wir haben jetzt Munition ohne Ende. Okay. Wie gesagt, worauf ich nur nicht so richtig kann, sind Jumpscares, aber... Was ist das? Warum stirbst du nicht? Das sind hier so viele... Komm her. Ja. Okay, hier sind wirklich viele. Und es wird nicht weniger. Man muss auch übrigens aufpassen, es gibt Zombies, die spritzen dann so ätzendes Zeug. Davon werdet ihr krank. Sollte man vermeiden. Also im Idealfall... den sieht man das aber an. Ja, also man erkennt, welche man an sich ranlassen darf und welche nicht. So, ich kann jetzt leider keine tolle... Ja, Servietten sind jetzt auch nicht der beste Loot der Welt. Ich wette, hier aus dem Hotel hätte man auch schon viel mehr geiles Zeug rausholen können, aber wir sind ja hier wegen der Wissenschaft. Oh, geil. What? Nein. Oh nein, da lag ein Gewehr. Oh, das wollte ich haben. Hä? Your weapons and gear are just outside the door. So. Wir haben lange mit ihm geredet und jetzt finden ein Boot in der Nähe. Boote werden auf der Karte mit einem Tagebuch angezeigt. Gucken wir die Karte an. So sieht das immer aus, ne? Ihr habt immer eine zugegeben überschaubares Area und da könnt ihr aber machen, was ihr wollt. Diese Stellen hier sind Boote. Da ist dann euer Fluchtpunkt. Wenn ihr fertig seid mit einer Mission, geht's ins Boot, dann landet ihr, naja, eigentlich in eurer Behausung. Ich weiß nicht, wie das in diesem Spiel jetzt ablaufen wird. Das ist ja der zweite Teil. Aber es läuft das ab. So. Und man kann hier auch nicht rumblödeln, ja. Wenn ihr mit Personen irgendwie Stress macht oder so, dann lassen sie das auch sich nicht für immer gefallen. Alright. So, er hat gesagt, mein Zeug ist hinter der Tür. Oder? Ach, da. Okay.
Und es stimmt tatsächlich. Das ist mein ganzes Zeug, oder was? Ja. Achso, und ihr könnt immer den Status einer Waffe sehen, ne? Guckt euch das mal hier an. Schusswaffe. Das kleine Feld da, also der, wie heißt denn das? Die Prozentanzeige ist es ja nicht in dem Sinn, aber der sagt euch, wie viel brauchbar die noch ist. Oh, da unten geht's jetzt zusammen. Auch die Axt hier, also das Hackeball, der geht's noch sehr gut. Die Pistole, die ist perfekt. Mal gucken. Die ich hier gerade in der Hand habe, die ist auch noch sehr gut. Ja, man kann sich ja später auch Sachen komplett neu craften. Ja, ihr könnt die dann erzeugen. Wenn ihr sie doppelt habt, dann kann man sie halt auch zu Ressourcen verarbeiten und sich daraus neue Sachen machen. Okay. So. Ich bin hier direkt wieder im Flow, Dann gucken wir mal. Was ist denn das hier? Nehmen wir auch gleich mit. Servietten. Servietten sind ja das große Ding irgendwie. Alright, nochmal ins Tagebuch geguckt. Liefere Pater Carters Nachrichten an Sony, dem Pfandkönig. Aber vorher solltest du dich selbst mal ausruhen. Finde ein Boot in der Nähe. Ach so, okay. Wir sollen einfach nur in unser Hideout. Das wäre jetzt gleich hier. Machen wir das? Ein bisschen gucken wir uns noch um, würde ich sagen, ne? Wie gesagt, die Grafik, also was die Texturen angeht, etc., da ist hier nicht so viel los. Aber ich finde trotzdem, dass die grundsätzliche Stimmung eigentlich mal rüberkommt. Du kannst die Gegend nun frei erkunden. Finde das nächste Boot, wenn du bereit bist zu gehen. Mache ich. Ich bin aber noch nicht bereit. Was ist denn das hier? Dosenfleisch. Ah, wir sind voll, okay. Man muss sich dann auch dafür interessieren, was für Ressourcen man später braucht und versucht dann halt auch Gegenstände einzusammeln, die dem entgegenkommen, ja. Und das Spiel ist so angelegt, dass es mit dem Verlauf werden in den Level immer mehr Zombies gespawnt, ja? Und es gibt immer weniger Ressourcen. So, das ist halt auch eine tricky Geschichte. Man ist natürlich dann irgendwann schon gut aufgelevelt, aber das Zeug liegt dann nicht mehr einfach so auf der Straße. Ach, hier bin ich runtergefallen. Da oben lag nämlich ein Gewehr. Eigentlich hätte ich das gerne gehabt. Können wir hier nochmal reingehen? Tatsächlich. Ist ja witzig. Das würde ich fast nochmal holen, wenn ich darf. Hä? Hier geht's raus? Hier geht's nicht weiter? Also, über die Komplexität der Level kann ich aber nicht meckern, muss ich sagen, ne? So, das hier sieht doch ganz nett aus. Aber so komme ich nicht an das Gewehr. Oh, hier ist ein Saxophon. Interessant. Schrott. Ich dachte, man kann reinpusten. Jetzt haben sie mich wieder erwischt. So, eigentlich... Oh. Seht ihr das? Ich kriege hier gerade so eine Vignette, weil ich zu viel gelaufen bin. Ja, das geht auf die Kondition. Das ist halt so ein Parameter. Ich habe ja schon gesagt, wenn ihr Zombies haut, geht das auf die Kondition. Also wenn ihr kämpft, wenn ihr lauft. Und das macht es halt auch so interessant. Ne? Ihr könnt ja nicht einfach unendlich Zombies abschießen und dann schnell wegrennen. Man muss sich immer genau überlegen, was man macht. Alles ist gefährlich und alles kann euch plötzlich in ernsthafte Lebensgefahr bringen. Alter, das Fahrrad. Guckt euch mal bitte den Reifen an, ja, das ist schon ganz schön reduziert. Also die mobilen Versionen in Form der Quest-Version, Quest 2-Version, kam halt zuerst raus. Und jetzt die Pico-Version. Das ist schon ungewöhnlich, ne? In der Vergangenheit war es ja so, dass die Elite-Version PC war und kam halt erst die tolle Version raus. Und dann so die runtergecrunchten Mobile-Version. Mittlerweile ist es umgekehrt. Und es ist ein komisches Gefühl, weil ich bin super gespannt, wie jetzt der Titel auf dem PC oder erst recht auf der PlayStation 2 aussieht. Das Spiel ist aber auch kein Titel, der jetzt von AAA-Grafik lebt. Ja, es ist wirklich die fantastische Game-Mechanik und das Survival-Ding. Die Story ist cool. Und jetzt fahren wir mal in unser Hideout. Ich bin gespannt. So, früher war das nämlich hier die Ruhestätte. So ein Bus, in dem wir gewohnt haben. Aber was angenehm ist, sämtliche Texte, auch sowas ja, und die Texte, die vor uns sind, die wir lesen, die sind alle wirklich knackscharf, sehen gut aus. Also mit der Auflösung habe ich überhaupt keinen Trouble. Die gefällt mir. Und da sind wir endlich wieder zu Hause. Juhu! Ich bin auch mal gespannt, ob das jetzt wirklich ganz normal weitergeht wie im ersten Teil. Dass wir jetzt hier immer zu unserem Hideout zurückkommen.
Das ist die Ruhestätte. Dein Zuhause. Ja, danke. Schweiß. Das ist vielleicht eine Aufgabe. Verwende den Recycle-Container, nutze die heraus. Ja, genau. Also hier ist es gerade ein bisschen dunkel. Und hier ist eure Stage, an der ihr Sachen craften könnt. Moment. Hier ist schon ein bisschen was freigeschaltet irgendwie. Nee, ist es noch nicht. Da sind kleine Schlösser dran. Wir können uns offensichtlich da so einen Revolver machen. Das andere müssen wir uns irgendwie erarbeiten. Man hat nämlich hier auch mittels Ressourcen, kann man dann hier immer was freischalten. Also Ressourcen sammeln ist das Allerwichtigste. So, und das funktioniert folgendermaßen. Alter, hier ist aber schon... What? Bögen sind da. Jede Menge Messer. Was ist das Ding hier? Das ist eine Ressource. Schrotflinten. Hier ist ja richtig schon was Nettes da. Wenn man mit dem ersten Spiel fängt, hat man gar nichts. Ja? Wirklich nichts. Und hier brennt ja richtig die Luft. So, das macht man immer nach einer Mission. Schön den ganzen Kram hier einsortieren. Überlegen, ob man das direkt essen möchte oder etwas Nützliches draus macht. So Brötchen zum Beispiel, glaube ich, kann man eigentlich auch direkt essen. Das sind Medizin, die lasse ich einfach mal drin. Die brauchen wir in so einem Spiel sowieso. Ein Verband würde ich auch gleich hier lassen. Den hier kann ich wegtun. So schaut das Ganze aus. Ich weiß nicht, warum die hier drin stecken. Die würde ich jetzt auch mal zu Ressourcen verarbeiten. Und, oh, das ist neu, dass wir hier hinten rausgehen können. Was? Was? Wie geil ist das da an? Hallo? Hallo? Das kenne ich nicht. Wie cool ist das denn? Der Bus war hier sonst zu. Nice. Okay. Das ist ja cool. Gottes Willen, was ist das denn? Austernpilze. Also, es gibt hier ganz neue Boards. Man kann sich offensichtlich eine Weste machen. Wow, wie cool ist das denn? Oh Gott, Leute, ich habe so Bock auf das Ding. Zu meinem eigenen riesigen Bedauern müssen wir jetzt Schluss machen. Denn das war's erstmal. Ich gebe nochmal ein kurzes Fazit. Also, ich weiß, dass das Spiel fantastisch ist und eine große, große Empfehlung. Ja, der erste Teil hatte auch so locker 20 Spielstunden und dann ist eigentlich auch noch nicht Schluss. Man kann dann weitermachen. Der hat dann auch noch einen kostenlosen DLC bekommen. Das waren nochmal 4-5 Stunden Story. Es gab auch einen Horde-Modus zusätzlich, der sehr witzig war. Das Spiel ist absolut empfehlenswert. Das ist jetzt hier der zweite Teil. Die Story schließt direkt an. Die ganze Game-Mechanik liebe ich. Ja, es ist eins der wirklich besten VR-Spiele, die ich kenne. Natürlich müssen wir jetzt hier auf den mobilen Geräten ein bisschen mit grafischen Abstrichen leben. Das ist nun mal so. Das nimmt dem aber wirklich nicht den Spielspaß. Lasst euch drauf ein, es gibt hier wirklich grobe Ecken und matschige Texturen. Aber gar nicht so dramatisch schlimm, wie ich befürchtet hatte. Das geht echt klar. Und der Spaß ist riesig. Ich habe gerade voll Bock weiterzumachen. Will mich aber jetzt nicht selber spoilern und warte ganz brav bis zum 22. Februar, wenn ich das dann auf der PlayStation spielen kann. Und dann werde ich auch jede Sekunde davon streamen übrigens, ja. Seid dabei, guckt rein. Ich werde es auf der PlayStation VR 2 spielen und wahrscheinlich die ganze Zeit Dinge sagen wie wow. So, wenn ihr euch keine PlayStation VR 2 kaufen wollt und eine Pico besitzt, dann könnt ihr es aber hier in aller Serienruhe auch schon spielen. Ich verspreche euch, einen Riesenspaß, wenn ihr das Spiel richtig angeht. Dann ist es einfach eine großartige Geschichte. Schluss mit Lobhudelei. Schreibt mir mal bitte, was ihr so denkt. Kommt ihr mit dem Grafikstil klar? Fasziniert euch das Spiel auch so wie mich? Oder sagt ihr, nee, der Jumpscare, das hat mir schon gereicht. Mo, wie kannst du nur? Das kann ich nicht. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ich würde mich sehr über ein Däumchen unter diesem Video freuen und wie gesagt über jedes Feedback, was ihr geben möchtet. Abonniert ruhig den Kanal. Dann seid ihr dabei, wenn ich das Ding hier durchspiele. Und jetzt bin ich erstmal raus. Stanzen von VR. Bin auf euch da. Ciao, ciao.